Apropos die meisten. Der Tod in Venedig. Ja, der Tod in Venedig ist die berühmteste Liebesgeschichte von Thomas Mann. Ich glaube, sie ist das Werk, das die größten Auflagen erzielt hat. Und ich habe sie jetzt wieder gelesen. Sie ist das Werk, wo er eigentlich am perfektesten formuliert. Bis zu der Grenze der eigenen Parodie manchmal. Das Werk ist voll von Bildungshuberei. Man muss dauernd ein mythologisches Lexikon daneben haben, um alle diese Todessymbole, ich müsste jetzt einen Zettel holen, das werde ich aber nicht machen, um zu zitieren, wer da alles vorkommt und was alles bedeutet. Aber im Grunde ist es eine sehr einfache und ganz wunderbare Geschichte. 3 Sätze kann man Ein Mann geht in München in der Midlife-Crisis, würden wir heute sagen, ein Witwer geht spazieren, begegnet auf dem Friedhof einer seltsamen Figur und sagt, ich muss verreisen. Und in Travemünde muss man sagen, er fährt in einen Badeort, er fährt zum Lido, er fährt in ein großes Lido-Hotel und dort begegnet er der Liebe seines Lebens, die ihn auch in den Tod führt. Die Grundlage dieser Geschichte ist eine Cholera-Epidemie in Venedig, die Thomas Mann erlebt hat. Er ist geflohen, Achenbach flieht nicht. Angeblich ist ein verwechseltes Gepäckstück schuld, dass er nicht mehr wegkommt, aber in Wahrheit weiß er, dass der Tod ihn ruft in dieser Liebe zu Taggio, diesem jungen, schönen Knaben. Es ist eine pädophile Geschichte, neben Nabokovs Lolita wohl die berühmteste, aber es ist eine Geschichte ohne Erfüllung und es ist eine Geschichte, die so wunderbar komponiert ist, weil man zum Beispiel bei der Überfahrt von Venedig zum Lido einen Gondoliere erlebt, der kein Geld nimmt, weil man weiß, er wird nicht mehr zurückkommen. Es gibt die Figur, die Sie so hinreißend gezeichnet haben, diesen alten Rouet, den Greis, der mit künstlichen Zähnen, mit gefärbtem Bart. All das zeigt ein morbides Venedig. Und ich muss jetzt einen kleinen Sprung von Thomas Mann wegmachen. Ich habe die Novelle gelesen, als ich zu Lebzeiten von Thomas Mann seine letzte zum Lebzeiten veröffentlichte Novelle gelesen hatte, Die Betrogene. Mit der hat das Stück sehr viel zu tun. Die Betrogene war damals ein Skandal, noch in den 50er Jahren, weil es um eine Frau geht, die ihre Menstruation schon verloren hat, sich verliebt und denkt, die Menstruation kommt wieder und es ist ein Gebärmutterkrebs. Also auch da ist die Liebe tot. Das war damals ungeheuer. Wenn ich ein Wort einschalten darf, wie sich die Zeiten geändert haben. Damals, als diese letzte Novelle von Thomas Mann erschien, fand man das so schrecklich. Degutant, obszön. Na und? Ja. Was? Es ist von einem physiologischen Vorgang die Rede, der die Hälfte der Menschheit betrifft. Alle Frauen, also was da für ein Grund? Ja, es ist ein Roman über Menopause und den Betrug darüber. Aber wie gesagt, der Tod in Venedig, den habe ich zur selben Zeit gelesen und muss jetzt noch etwas sagen. Es gibt 2 Tode in Venedig. Es gibt diesen wunderbaren Film von Visconti, der Thomas Mann gleichzeitig erfüllt und verfälscht. Und als ich Viscontis Film gesehen habe, habe ich gemerkt, dass Mahler eines der Muster für diese, der macht ja aus dem Schriftsteller einen Warum Musiker. verfälscht? Was verfälscht? Ja, es gibt einen Musiker statt einem Schriftsteller. Frau Mann hat sich ja beschwert, dass das nicht so war, dass Taggio nicht so war. Aber Viscontis Film ist eine der kongenialsten Literaturverfilmungen, die ich kenne. Und ich habe durch Visconti Mahler und Thomas Mann lieben gelernt. Thomas Mann war auf einmal nicht nur an Wagner gebunden,
sondern auch an Mahler. Und Mahler war ja in der Tat ein Muster für die Figur, der 1911 gestorben ist. Und Thomas Mann vermerkt das ja. Ich muss sagen, zu der Zeit, wo ich den Tod in Venedig zum ersten Mal las, gab es noch nicht die Tagebücher. Und wir haben Thomas Mann erst dadurch verstanden, dass wir die Tagebücher nachher gesehen haben und gesehen haben, dass das auch sein großes Coming-out als homosexueller Autor ist. Naja, damit genug also, als erstes. Dass die große Überraschung der Tagebücher, dass er bisexuell war, mit ganz deutlichen homoerotischen Neigungen und Interessen, war ja eine Überraschung für diejenigen Leser, die nie den Tod in Venedig gelesen haben. Beim Tod in Venedig konnte man nicht zweifeln, worum es geht. Nun Folgendes. Hier hat etwas gesagt, was mir missfallen hat, mein Freund Gernhardt. Er hat gesagt, Vorbild des Spinell war der Autor Arthur Holliger. Das stimmt, haargenau. Nur, das geht mich nichts an. Heute weiß kein Mensch, wer Arthur Holliger war. Die Philologen schreiben darüber, aber die sollen uns das Vergnügen an der Figur Spinell nicht verderben. Herr Reich-Ranitzky, ich spreche als Künstler und beurteile Thomas Mann auch als Künstler, und was er aus dem Lebensstoff macht, das interessiert mich schon. Was man alles aus aber relativ das ist der Resultat. Das ist der Resultat. Ich will Ihnen sagen, warum ich darauf zu sprechen komme, denn wir haben ja das Thema schon abgeschlossen, Tristan. Ja. Hier gibt es eine Sache beim Tod in Venedig, die man doch erwähnen muss, weil Thomas Mann es selber gesagt hat. Nämlich, er wollte die Liebe Goethes zu Ulrike von Levetzow schildern. Ja. Und aus Goethe hat er nicht zum letzten Mal sich selber gemacht. Er ist ja der Goethe zur Hälfte Thomas Mann in der späteren Roman. Entschuldigung, wollte er Goethe nicht parallel? Er wollte noch eine Novelle über Marienbad schreiben, die parallel zu... Naja, aber jedenfalls aus dem Mädchen Ulrike von Levetzow hat er den Knaben Taggio aber gemacht. das Leben hat es so gefügt, dass er diesen Knaben getroffen hat, und er hat alles, was in dieser Geschichte steht, das hat er ja selber gesagt, hat er erlebt. Das ist immer bei ihm so. Das ist immer, aber je älter wir werden, desto mehr erfahren wir, was Thomas Mann alles, ich meine, alles in den Buddenbrooks ist ja so wenig erfunden. Er hat unendlich viel gefunden. Ich möchte noch eins sagen, er ist nicht alleine nach Venedig gefahren, er war mit Frau und Bruder in Venedig. Ja. Er war nur eine Woche in Venedig. Das genügte, um all diesen Stoff anzusammeln, damit er diese Geschichte schreiben konnte. Und das finde ich, mit Verlaub gesagt, als Künstler eine sehr ökonomische Haltung. Er war in Davos 2 Wochen und hat einen ganzen Zauberberg daraus gemacht. Ja, aber er hat natürlich seine Motive auf diese Wirklichkeit, die er da erlebt hat, draufgestülpt, weil diesen Aschenbach, den kennen wir natürlich. Das ist der altgewordene Tonio Kröger. Das ist ein bisschen sogar auch noch dieser lustige Spinell, weil es ist ein eigentlich impotenter Künstler, es ist ein Künstler, es ist Thomas, Entschuldigung, es ist Thomas Mann als Künstler, der bereits der Nation als Vorbild, als Präzeptor, der seinen Ruhm hat. Seinen Ruhm verwaltet, aber der Preis für diesen Ruhm war sozusagen der Eros, war das Leben, war alles das, was dann in dem Vorbild für den Tod in Venedig ja bei Nietzsche steht, ist das Dionysische. Ja? Also die Geburt der Tragödie war ja eine ganz wichtige Schrift, die ja auch ausgebeutet wurde im Tod in Venedig. Und es ist eben im Grunde letztlich auch wieder die Figur, mit der er sein ganzes Werk über gehadert hat. Der Künstler, der sich nur der Schönheit, der sich nur der schönen Form verschrieben hat und den Eros nicht integrieren konnte in dieses Kunstmodell, in dieses Lebensmodell. Das ist der Künstler, der durch sein ganzes Werk geht. Und was jetzt aber wichtig ist, und was wichtig ist, ist die Sprache. Sie haben gesagt, man muss da die Mythologie bemühen. Er hat ja versucht, eine aschenbachische Kunstsprache zu schreiben. Also es ist eine ganz stilisierte, zum Teil finde ich wunderschöne, musikalische, also es ist eigentlich ein Deutsch, was sozusagen im Seidenpyjama geht, ja, so edel ist es. Wartet, nur lasst mich doch mal ausreden, meine Lieben. Und andererseits finde ich, das muss ich schon auch hier in diesen heiligen Hallen sagen, ich finde es zum Teil auch unerträglich gestelzt. Und das ist wirklich die Spannung, wo man nicht, die Sprache,
Diese stilisierte Kunstsprache ist so gestelzt und so edel, dass sie für mein Ohr zum Teil, grenzt sie an den Kitsch. Und nicht so genau. Wollte er damit, man redet ja bei Thomas Mann immer so von dem höheren Abschreiben, wollte er damit diesen Künstlertypus Aschenbach und Co. eigentlich parodieren? Oder wollte er sich selber als diesen repräsentativen, national beachteten Künstler mit dieser Sprache nach Deutschland einschreiben? In dieser Spannung steht das. Und das ist Frage. Was sagt, Sie werden Sie sicherlich gleich was sagt der entscheiden. Künstler? Was sagt der Künstler? Der Künstler sagt, der Thomas Mann war 35, als er das schrieb, und er hat einen 50-jährigen Künstler beschrieben. Nicht? Und diesem 50-jährigen Künstler hat er all die Werke unterstellt, die er selber nicht auf die Reihe gebracht hat. Also die Maya und Kunst und Geist, den Essay. Die hat und schreiben wollen. Die hat er schreiben wollen, die hat er alle diesem Künstler unterschoben. Ja. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Haltung. Also er hat sich hineinprojiziert, empathisch nehme ich an, in einen 15 Jahre älteren Mann und hat ihn dann also auch noch sterben lassen mit seinem ganzen nicht geschriebenen Arbeiten. Ja. Das ist auch ein Abservieren der höheren Art. Aber er hat sich natürlich auch selber sozusagen auf die Finger gehauen. Er hat gesagt, wenn ich dem Dionysischen nachgebe, dann werde ich zugrunde gehen, dann werde ich in diesem Sumpf, es kommen immer wieder diese modrigen Worte, dann werde ich da ertrinken. Was sagt Katja über diesen Besuch in Venedig? Ja, dieser kleine polnische Junge hat ihm gut gefallen, der war ganz hübsch. Es hat sie gar nicht gestört, weil er gar nicht aus dem Häuschen war. In der Novelle ist er völlig aus dem Häuschen. Er steht an der Türschwelle, hält den Kopf dagegen und haucht "Ich liebe dich" dagegen. Also ein völlig schwachsinniger Liebesausbruch, aber sehr anrührend. Und er stirbt dafür. Und was bleibt übrig, wenn er stirbt? Ein Fotoapparat in den Dünen, der das wahrscheinlich nicht aufgenommen hat, von dem aber Thomas Mann hofft, dass es vielleicht noch aufnimmt. Ja, wenn ich hier etwas hinzufügen darf. In dieser Novelle gibt es einen Augenblick, den ich für einen der Höhepunkte der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts halte. Einen genialen, entscheidenden Augenblick, entscheidend auch für das ganze Werk von Thomas Mann, aber überhaupt für die Literatur im 20. Jahrhundert. Es geht Aschenbach hinter dem Tadzio her. Einige er hat ihn zufällig, er hat ihn schon mehrfach gesehen, jetzt geht er hinter ihm her, völlig verliebt, er denkt an die Liebe mit diesem Jungen und er nähert sich ihm. Er ist schon so nahe, dass er ihm die Hand auf die Schulter legen kann. Das ist der große Augenblick der Literatur im 20. Jahrhundert. Er kann die Hand auf die Schulter legen, aber er tut es nicht. Er hat Angst. Er hat Angst vor einer einzigen Sache. Der Junge, er will ihn ansprechen. Er überlegt sich, das ist ein polnischer Junge. Er wird ihn französisch ansprechen. Er entwickelt einige Wendungen, die er vielleicht da sagen wird. Er will die Hand hinlegen, aber er zittert. Der Junge wird sich umdrehen, wird irgendwas Vulgäres, Ordinäres sagen. Der Traum wird vorbei sein, der ganze Rausch. Die panische Angst vor der Realität. Das ist ein ganz großes Motiv der Erotik im 20. Jahrhundert und ganz besonders bei Thomas Mann. Ich finde diese Stelle, wo er die Hand auf die Schulter ihm legen will und im letzten Augenblick ängstlich darauf verzichtet, das ist der Höhepunkt dieser Novelle, einer ganz großen Liebesgeschichte wie Tristan. Das war ja ein Erotiker, Thomas Mann. Und das haben auch viele ein verhinderter Erotiker. Bitte? Ein verhinderter Erotiker. Ein sublimierender Erotiker. Ja, ein verhinderter Erotiker. Ich meine, so einfach ist das wieder nicht. Nein. Er hat ja schließlich... Ja, wenn Sie vielleicht den Augenblick einen Augenblick. Er hat ja große Liebesgeschichten mit jungen Herren und Knaben erlebt. Dass sie nicht realisiert wurden, ist eine andere Sache. Es war wie mit Aschenbach. Er hat die Hand auf die Schulter legen wollen und Angst davor. Wir hatten gerade das Thema verhinderte Erotiker noch etwas vertieft. Wenn ein Erotiker Erotik praktiziert, dann ist er schon ein Sexist. Nicht? Also da muss man aufpassen. Also, ich meine, wir wollen ja nicht so übertreiben, dass in seinem ganzen Werk alles immer verhinderte Erotik war. Denn Hans Castorp hat mit der Madame Chauchat sehr wohl geschlafen.
Das wissen wir, aber die genaue Schilderung des Schlafs ist zwischen dem ersten und dem zweiten Band. Da ist sie In ein Loch gefallen. In die Spalte ja, gefallen. ja, vor allem ist ja da der Bleistift. Sie sagt ja ihm, er soll, als er die verlässt, er soll den Bleistift, und jeder weiß, dass Bleistift ein Phallus-Symbol ist, er soll den Bleistift nicht vergessen. Und im nächsten Band, nach dieser Pause, befindet sich der Bleistift bei ihr. Wie ist er zu ihr gekommen? Wohl von Castorp gebracht. Aber wir wollten nicht über die Romane, sondern über die Novellen sprechen. Mit den beiden sind wir glücklich. Tod in Venedig und Tristan. Mario und der Zauberer, was ganz